Wenn ihr Videos auf unserem Kanal schon seit einiger Zeit geschaut habt und unsere Webseiten gelesen habt, dann wisst ihr ja, wir veröffentlichen relativ viel zum Thema US-LLC. Wir empfehlen die US-LLC vielfach Personen, die im steuergünstigen Ausland leben und dorthin auswandern. Was ist aber nun, wenn du in Deutschland wohnst? Könnte man dort auch die US-LLC verwenden? Welche Vorteile hat das? Welche Nachteile hat das? Macht es überhaupt Sinn? Macht es überhaupt keinen Sinn? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute auseinandersetzen. Zunächst möchte ich sagen, dass die US-LLC, wenn du in Deutschland lebst und in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, das Gleiche gilt übrigens auch für Österreich, keinerlei steuerliche Vorteile hat. Zero steuerliche Vorteile. Du zahlst ganz normal die deutschen Steuern. Die Entscheidung für eine US-LLC muss also eine andere Motivation haben als die steuerliche. Dazu mehr später. Steuerliche Vorteile hast du im Wesentlichen dadurch, dass du ins Ausland umziehst, nicht durch die Gründung einer Auslandsgesellschaft, die vermeintlich steuergünstig ist. Das funktioniert leider nicht. Warum würde man also dann überhaupt eine LLC in Deutschland verwenden, wenn man keine steuerlichen Gründe hat? Nun, die naheliegendste Antwort darauf ist zum Beispiel als Haftungsmantel. Wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig bist, aber nicht das Stammkapital für eine GmbH investieren möchtest und dir zum Beispiel die UG und wie das Ganze mit der UG funktioniert zu kompliziert ist, dann könntest du ganz einfach eine US-LLC verwenden. Diese würde dir einen Haftungsschutz geben, was also ja ein bedeutender Vorteil ist. Ein anderer Vorteil mag zum Beispiel sein, dass dein Auftreten vielleicht mit der LLC internationaler ist. Nicht jeder will ja unbedingt mit einer GmbH oder mit einer UG auftreten. Das sieht ja doch sehr, sage ich mal, deutsch aus, ja, oder als Selbstständiger. Viele wollen ja diesen internationalen Touch haben. Das wäre ein zweiter Grund, also die reine Optik von außen her gesehen. Ein dritter Grund wäre möglicherweise Vermögensschutz. Lass mich dies ein bisschen näher erklären. Gemäß dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsabkommen von 1953 genießen US-Gesellschaften in Deutschland einen besonderen Schutz. Insbesondere ist dort aufgeführt, was im Falle einer Enteignung durch den Staat zu passieren hat, nämlich dass die Gesellschaft, also die amerikanische Gesellschaft, großzügig entschädigt werden muss. Nun gibt es ja viele von euch, die sich vielleicht Sorgen machen, was es in Zukunft alles in Deutschland für Maßnahmen geben wird, wenn die Kassen wirklich leer sind. Keiner von uns weiß es wirklich. Aber wenn du besser schlafen kannst in dem Wissen, dass du eine Rechtsform hast, die durch eine internationale Vereinbarung sehr weit abgesichert ist, viel mehr als deutsche Gesellschaften zum Beispiel, dann wäre vielleicht die US-LLC für den Vermögensschutz, auch für ein deutsches Vermögen, durchaus eine Überlegung wert. Das sind also drei mögliche Gründe, die nicht steuerlicher Natur sind. Wie gesagt, nochmal, es gibt keine Steuervorteile, warum man die LLC in Deutschland verwenden würde. Ich würde jetzt im zweiten Schritt nochmal erklären, was eigentlich eine LLC ist, weil das wird dann im weiteren Verlauf dieses Videos wichtig werden. Die LLC ist eine recht neue Rechtsform, die ist in den USA in den 70er Jahren aufgekommen. Sie ist im Grunde gesellschaftsrechtlich eine Kapitalgesellschaft, das heißt, sie hat Haftungsschutz und so weiter und so fort, aber sie ist steuerrechtlich eine Personengesellschaft. Es handelt sich also um eine Hybridgesellschaft. Wir haben so etwas gar nicht im deutschsprachigen Raum, das heißt, weder in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch in den meisten europäischen Ländern gibt es eigentlich eine ähnliche Rechtsform nicht. Die LLC ist unglaublich beliebt in den USA, genau aus den Gründen, die ich gerade eben genannt habe. Denn du kannst ja damit dann dir relativ einfach einen Haftungsmantel schaffen, musst aber letztlich für die LLC vielfach gar keine Steuererklärung, Bilanz oder sonstiges anfertigen. Das wird alles in deiner Steuererklärung letztlich in den USA dann abgerechnet, die Steuer, und macht die ganze Sache natürlich sehr einfach. Auch, dass die Gesellschaft an sich keine Steuer bezahlt, sondern wie zum Beispiel eine KG, die Steuern direkt von den Gesellschaftern bezahlt werden müssen, macht die ganze Besteuerung einfach und natürlich auch vielfach günstiger. Das ist in den USA der Fall.
Eine Ein-Mann-LLC, die einen einzigen Gesellschafter hat und nur da macht im Grunde das ganze Sinn, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist aus amerikanischer Sicht eine sogenannte Disregarded Entity. Das heißt, diese Gesellschaft wird nicht getrennt steuerlich veranlagt, sondern nur bei dem einzigen Besitzer. Die wird im Grunde von der Finanzbehörde IRS komplett ignoriert. Es wird nur die Steuererklärung des einen Besitzers angeschaut. Dies bedeutet, wenn jetzt der Besitzer eine im Ausland lebende Person ist und die Gesellschaft hat keine Betriebsstätte in den USA, dann sind die Gewinne in den USA weder zu erklären, noch gibt es dort eine Steuererklärung einzureichen, noch gibt es dort irgendeine Steuer in den USA zu bezahlen, sondern die Betriebsstätte der Gesellschaft ist dann, wo der eine Gesellschafter lebt. Dort würde demnach auch die steuerliche Veranlagung stattfinden. Und die steuerliche Veranlagung ist letztlich im Grunde wie bei einer Einzelfirma. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Personengesellschaft. So, der Vorteil hier ist für dich, wenn du also eine solche Ein-Mann-LLC in Deutschland verwendest, brauchst dir keine Gedanken machen. Du musst dort keine Steuererklärung, keine Jahresabschlüsse, keine Bilanz oder irgendwas in den USA einreichen. Es gibt so ein bisschen Compliance, dazu komme ich nachher noch. Aber im Grunde genommen sind die ganzen Steuern dann in Deutschland zu erklären. Österreich funktioniert es genauso. Das heißt also, in den USA ist nichts zu machen, was es für dich sehr einfach macht. Jetzt wirst du dich vielleicht auch fragen, welcher Sitzstaat denn in den USA überhaupt geeignet ist für eine LLC, die du in Deutschland betreibst. Grundsätzlich ist dort natürlich jeder Sitzstaat geeignet. Es gibt keine Präferenz. Wie gesagt, Steuern werden ohnehin keine in den USA fällig. Man würde hier rein nach praktischen Maßnahmen vorgehen. Also beliebt ist Florida, beliebt ist zum Beispiel auch Wyoming, beliebt ist zum Beispiel Delaware. Das sind diese Sitzstaaten, die sich als sehr effizient in der Verwaltung der LLCs und der Gründung der LLCs im Grunde bewiesen haben. Auf unserer Webseite findest du zu den Einzelsitzstaaten dann noch mehr Informationen. Aber wie gesagt, also grundsätzlich kann diese LLC sich überall befinden. Man muss halt nur einfach schauen, dass man hier dann nicht zusätzliche Gebühren noch auslöst. Zum Beispiel in Kalifornien ist es so, dass dort eine Standardsteuer von $800 im Jahr fällig wird, nur weil diese LLC sich dort befindet. Ja. Das gibt es jetzt in den anderen Staaten nicht oder diese Standardsteuer ist irgendwie viel niedriger, vielleicht $100 oder $200. Bei unseren Servicepaketen übrigens ist diese jährliche Minimalsteuer bereits im Preis enthalten. Das heißt, du brauchst dir dazu keine Gedanken zu machen, aber deswegen natürlich auch die Auswahl der 3 Sitzstaaten, die wir hier auf der Webseite haben. Die erste Frage, die man sich nun stellt, ist bei einer Auslandsgesellschaft immer, kann ich eine solche überhaupt in Deutschland betreiben, ohne dass ich eine ausländische Betriebsstätte habe? Warum ist das wichtig? Es gibt ja die sogenannte Gründungstheorie und die sogenannte Sitztheorie im Gesellschaftsrecht. Deutschland wendet bei allen Staaten außer den EU-Staaten die sogenannte Sitztheorie an. Das heißt, eine Nicht-EU-Gesellschaft, die keinen effektiven Verwaltungssitz im Land ihrer Gründung hat, ist nach deutschem Recht in Deutschland nicht rechtsfähig. Ja? Das heißt im Grunde genommen, wenn du mit einer Schweizer Gesellschaft oder auch einer britischen Gesellschaft, das ist ja das Problem gewesen für viele Limited-Unternehmer nach Brexit, in Deutschland auftrittst, ohne dass diese Gesellschaften in der Schweiz oder UK eine wirkliche Substanz haben, Geschäftsführung haben, Betriebsräume haben, dann wird die Gesellschaft in Deutschland letztlich behandelt wie eine offene Handelsgesellschaft. Das heißt, du als Unternehmer bist hier voll in der Haftung. Nur bei EU-Gesellschaften verhält es sich anders. Bei EU-Gesellschaften gilt immer die Gründungstheorie. Das heißt, es gilt das Recht des Gründungsstaates unabhängig davon, ob die Gesellschaft dort Substanz und den Verwaltungssitz hat oder nicht. Deswegen kannst du als Deutscher in Deutschland eine Gesellschaft in jedem beliebigen EU-Staat gründen und diese von Deutschland aus betreiben. Wir kennen das ja zum Beispiel mit der irischen Limited. Du brauchst in Irland keinen Geschäftsführer und nichts, kannst du in Deutschland betreiben, dort deine Steuern bezahlen, musst nichts weitermachen. So,
Jetzt sagst du mir natürlich, tja, was hat das nun mit unserer US-LLC zu tun? Denn nach deiner Aussage, Sebastian, wäre ja dann auch die LLC letztlich in Deutschland nicht rechtsfähig, wenn sie in den USA keine Betriebsstätte hat. Tja, hier komme ich jetzt wieder auf den Freundschaftsvertrag zu sprechen zwischen Deutschland und den USA aus 1953. Dort ist nämlich definiert, dass für die USA als einziges EU-Land auch die Gründungstheorie gilt. Das heißt, eine US-Gesellschaft kann ihre einzige Betriebsstätte in Deutschland haben, ohne dass es in den USA Substanz geben muss. Deshalb überhaupt kannst du nur die US-LLC in Deutschland betreiben mit einer deutschen Niederlassung. Ansonsten müsstest du in den USA alle mögliche Substanz aufbauen. Geschäftsführer, Geschäftsräume, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Aber das wollen wir ja nicht, weil dann wäre dort Steuer in den USA fällig. Das heißt, ganz wichtiger Punkt, Gründungstheorie, du kannst die LLC in Deutschland ohne US-Betriebsstätte betreiben. Nächste Frage ist, muss ich nun für die US-LLC eine Niederlassung anmelden in Deutschland oder nicht, wenn ich sie von Deutschland aus betreibe? Das hängt davon ab, was du damit machst. Wenn du dir vorstellst, du hast ein Einzelunternehmen und du musst für dieses Einzelunternehmen ein Gewerbe anmelden, weil du eben mit der Gesellschaft werbend tätig bist. Wenn du also so etwas auch mit der LLC tust, dann musst du die LLC ins Handelsregister eintragen lassen und eine selbstständige Niederlassung eintragen im Handelsregister. Wenn du die LLC nur dazu verwenden willst, zum Beispiel als Besitzgesellschaft, vielleicht soll sie Immobilien halten oder sowas, dann musst du sie nicht im Handelsregister eintragen. Wenn du allerdings damit Business machen willst, Kunden hast, Rechnung schreiben willst, dann muss sie ins Handelsregister eingetragen werden. Im Handelsregister werden dann natürlich auch die ganzen persönlichen Details der Führung der LLC veröffentlicht. Du bist also nicht in der Lage, mögliche Anonymität, die die LLC in den USA genießt, in Deutschland zu genießen. Hier werden die üblichen Eintragungen im Handelsregister gemacht. Das muss dir einfach bewusst sein, falls du dir erhofft hast, du kannst dir irgendwas Anonymes machen. Die Eintragung ins Handelsregister kann übrigens jeder Notar für dich machen in Deutschland. Dafür werden so Unterlagen benötigt wie ein beglaubigter Handelsregisterauszug mit Apostille und Übersetzung. Wenn du die Gesellschaft über uns gründest, werden wir das alles dir liefern, sodass du dann die Niederlassung auch eintragen kannst. Nach der Eintragung der Niederlassung musst du die Gesellschaft beim Finanzamt anmelden. Hier gibt es dann immer die Frage, wird die Gesellschaft als Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft eingetragen? Nun, die meisten Mandanten werden hier wollen, dass eine Eintragung als Personengesellschaft erfolgt. Dafür ist es wichtig, dass bestimmte Formulierungen in der Satzung der LLC, dem sogenannten Operating Agreement, getroffen werden, damit hier die Gesellschaft nicht als Kapitalgesellschaft vom Finanzamt eingestuft wird. Es sind zum Beispiel so Dinge wichtig, ob die Anteile frei übertragbar sind. Bei einer Kapitalgesellschaft sind es normalerweise frei übertragbar, bei einer Personengesellschaft nicht. Oder es muss entschieden werden, ob hier das Management getrennt ist von den Eigentümern. Bei einer Kapitalgesellschaft ist es üblicherweise getrennt oder kann es getrennt sein, bei einer Personengesellschaft nicht. Also da müssen entsprechende Formulierungen getroffen werden. Das würden wir aber natürlich dann dir liefern entsprechend, sodass diese Gesellschaft dann tatsächlich als Personengesellschaft in Deutschland angemeldet wird. Das heißt letztlich, die Gesellschaft bezahlt keine Steuern. Steuern bezahlst immer du als der Gesellschafter. Ansonsten gelten dann die ganz üblichen steuerlichen Regeln. Das heißt, die Gesellschaft bekommt natürlich auch eine Umsatzsteuernummer. Wenn die entsprechende Umsatzschwelle von 50.000 Euro überschritten wird, kannst du die entsprechend beantragen oder auch schon vorher freiwillig, wenn du willst. Es handelt sich dann tatsächlich um ein deutsches Unternehmen. Ja? Deswegen hast du keine steuerlichen Vorteile. Es handelt sich um ein deutsches Unternehmen. Du schreibst Rechnungen wie ein deutsches Unternehmen. Es gelten die gleichen Regeln wie bei deutschen Unternehmen. Also die Niederlassung der LLC ist tatsächlich ein deutsches Unternehmen. Und da wir ja vorhin gesagt haben, in Amerika gibt es keine Steuern zu erklären, sind wie gesagt diese Steuern in Deutschland, die du bezahlst, die einzigen, die tatsächlich dann anfallen. Was wird in den USA zusätzlich noch nötig sein jedes Jahr? Wie gesagt, gerade eben haben wir gesagt, deutsches Unternehmen, das heißt, deutsche Steuererklärung muss natürlich von dir zu den üblichen Fristen eingereicht werden.
In den USA sind 2 Sachen einzureichen. Einmal ein sogenannter Annual Report, der wird an den Bundesstaat eingereicht. Da werden nur die Details im Handelsregister bestätigt. Registersitz, Firmenname, ist die Firma noch aktiv und so weiter und so fort. Zusätzlich muss die Gesellschaft einmal im Jahr den Gesamtumsatz an die amerikanische Steuerbehörde IRS melden mit einem sogenannten 5472-Formular. Beide diese Dienstleistungen sind in unserem Servicepaket drin enthalten. Da musst du dich also nicht drum zu kümmern. Wir kümmern uns um alles, was in den USA fällig wird. Und du hast dann einfach einen Steuerberater in Deutschland, der sich um alles kümmert, was in Deutschland zu machen ist. Wie gesagt, das ist ein deutsches Unternehmen. Der Steuerberater braucht da kein Spezial-Know-how zu den USA oder sowas zu haben. Es wird wie eine deutsche Firma behandelt. Es ist eine deutsche Firma. Lediglich der Registersitz ist in den USA. Verwaltungssitz, steuerlicher Sitz ist in Deutschland. So, wenn du an dieser etwas exotischen Lösung Interesse hast und eine LLC in Deutschland gerne gründen möchtest, haben wir ein komplettes Servicepaket für dich, was du über unsere Webseite nullsteuer.llc bestellen kannst, direkt online. Den Link zu dem Servicepaket packe ich hier in den Link rein. Wie gesagt, spontan würde ich sagen, dass diese Lösung natürlich für die meisten Unternehmer in Deutschland nicht interessant ist. Die fahren besser mit einer OG oder einer GmbH oder auch einer Einzelfirma. Aber wenn die 3 Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe, für dich relevant sind, das heißt zum Beispiel Haftungsschutz, aber du möchtest keine deutsche Kapitalgesellschaft haben, Außenauftritt, Image und möglicherweise Vermögensschutz. Wenn die für dich wichtig sind, dann kann die LLC die richtige Alternative sein. Schau dir mal unsere Infos auf der Webseite an, sprich mit deinem Anwalt, mit deinem Steuerberater und frage ihn, was der dazu meint. Und da würde ich mich freuen, dich bald als Mandanten bei uns begrüßen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.